die Wunderbox und mit der Wunderbox können wir Plug-and-Play-Maschinendaten auslesen. Wir entwickeln Software der Entwicklung von Electronics automatisiert. Wir bauen einen Robochef, der für Gastronomien grillt. Eine Plattform für Fahrgemeinschaften in Firmen, die es schafft, Mitarbeiter auf dem Weg zur Arbeit zusammenzubringen. Wir haben ganz viel tolle technologiebasierte Startups, denen wir so viel Tools und Werkzeuge in die Hand geben möchten wie möglich, dass sie gut ausgründen können. San Francisco und die ganze Bay Area ist einfach perfekt dafür, weil hier in dem Ökosystem auf sehr engem Raum alle wichtigen Leute sitzen. Wir haben versucht, Veranstaltungen zu organisieren, die eine sehr breite amerikanische Audience hat. Wir haben natürlich diese Besuche bei Firmen organisiert, aber eben auch Zusammenkünfte mit Startups, um diesen Erfahrungsaustausch voranzutreiben. It's the birthplace of Silicon Valley. We're standing here. Was mir gleich aufgefallen ist, dass die Leute extrem offen sind hier. Das heißt, extrem nahbar, über Probleme gerne sprechen, aber auch Kontakte weiterleiten und so weiter. Da glaube ich, können wir einiges davon lernen. Ein großes Learning ist auf jeden Fall, dass man immer verkauft. Also egal, wem man gegenübertritt, mit wem man sich unterhält, man verkauft immer sich selber, sein Team, seine Idee. Relativ schnell direkt Feedback, aber auch immer dieses von ich habe noch hier 1, 2 Leute in der Hand für dich, ohne dass man aktiv danach fragen muss. Also wir haben Intros bekommen zu wirklich CEOs von Firmen, die eine Response Rate in der E-Mail hatten von wenigen Minuten. Also da kam die Intro und sofort kam die Antwort zurück, ja, wir können uns treffen. Die Startups und ihre Ideen sprechen für sich selbst. Sie kommen sehr gut an und das ist ein großer Erfolg für uns als Trupp. Mehr Enthusiasmus zeigen an dem, was ich mache und Leute versuchen, noch mehr zu begeistern von unserer Idee und von unserer Vision. Pitchen, 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 Leidenschaft. Weil es ist nicht nur im Endeffekt eine technische Lösung, sondern hat ja auch einen Impact auf die Gesellschaft. Und das müssen wir einfach verkörpern als Gründer und das möchten wir auch in Zukunft noch stärker.